fantastisches Wetter. Es ist inzwischen richtig heiß auf Rügen, was wir so nicht gewohnt sind, weil Anfang August hat es ja richtig geregnet. Da haben wir gefroren im Boot und jetzt auf einmal wieder der Sommer da. Und unsere Sonnensegel helfen da nicht gegen die Mittagssonne. Hier geht die Sonne auf, da passt alles und sobald sie hier ist, so gegen die Mittagszeit, so zwischen 14 und 17 Uhr, da ballert sie rein. Und wir haben eine unerträgliche Hitze, wir können auch dann nicht draußen sein. Und sobald sie wieder untergeht, dann passt es wieder und dann frieren wir teilweise auch schon wieder. Und witzigerweise hatten wir ja mal einen Beamer zum Testen gekauft und der hatte so eine Leinwand. Die Beamer haben wir noch kurz bevor wir los sind verscherbelt und die Leinwand hat Doro schlauerweise mitgenommen. Und jetzt haben wir hier so eine Abdeckung gegen die Mittagssonne, die tatsächlich was bringt. Also es ist richtig angenehm in unserer Schwitzhütte. So sieht es im Inneren aus. Also ist echt angenehm. Jetzt kann man auch die Mittagszeit draußen verbringen. Sieht zwar jetzt noch ein bisschen kacke aus, aber da lassen wir uns auch noch bestimmt was einfallen. Das Coole ist echt, manchmal denke ich, meine Frau ist super schlau und hat jetzt echt weise vorausgedacht. Mit dem Ding hat sie echt ins Goldene getroffen. Richtig nice. Auf der Suche jetzt nach irgendwas Langem, damit ich in den Wassertank-Ecken komme, habe ich tatsächlich so eine Pumpe gefunden. Die saugt dann hier Wasser rein, kann man hier rumdrücken und hier kommt es raus. Und solange ich auf Doro warte und wir uns zusammen was einfallen lassen, kann ich mal das Wasser von hier hinten das ist die Backskiste. Ja, da steht ordentlich viel Wasser drin. Mal abpumpen, mal gucken, wie gut es klappt. Scheint ganz gut zu funktionieren. Ich ziehe es ran und lasse es dann durch diesen Spalt hier laufen. Ich habe es jetzt zwischen die Füße geklemmt, weil ich mit der anderen Hand filmen muss. Dann läuft es da runter. Es ist ganz gut trocken geworden. Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. Und wir hatten ganz vergessen, wir kriegen ja noch Verstärkung für die Crew. Aber seht selbst. Also erzähl mal, was du machst. No, Antennenkabel wieder anschließen. Wir schließen die Antenne an. Wir wissen nicht, ob das Funkgerät tut, aber so garantiert nicht. Genau, die Idee dahinter ist, dass wir jetzt das Funkgerät zumindest mal nebenbei laufen lassen können. Dass wir dann nebenbei mit dem Anker weiter rumhantieren können. Und vielleicht meldet sich ja dann jemand über den Kanal, dann wissen wir, dass die Funke funktioniert. Ansonsten schauen wir dann weiter. Also Clemens war bestens vorbereitet und hat sogar seinen eigenen Lötkolben mitgebracht, weil er natürlich wusste, dass wir keinen haben. Ich kann das Haus noch nicht ohne Lötkolben verlassen. Wie war das? Genie und Wahnsinn liegen ganz nah beieinander. Gleich zum Wahnsinn. So, wir schauen uns jetzt zusammen noch unsere Ankerkette an und Ankermechanik, gucken, ob sie läuft und funktioniert. Wir haben jetzt auf jeden Fall mal hier die Fernbedienung mit schön Up and Down beschriftet. Den Ankerkasten müsstet ihr schon kennen. Also nur um jetzt mal zu zeigen, das Ding hat 1000 Watt. Jetzt schauen wir uns mal an, ob die überhaupt läuft, ob alles einigermaßen stabil ist. Die Schwierigkeit, die wir jetzt gerade haben. Ich habe absolut keine Ahnung, wie man die Ankerwinche anmacht. Doro hat zwar einen Knopf gefunden, aber anscheinend funktioniert es trotzdem mit Knopf nicht. Ja, jetzt haben wir einen Anker, der halt aktuell noch nicht bedienbar ist. Ich habe gefunden, was wir gesucht haben. Das Ding für Up and Down. Und, wo ist es? Da. Sieht ziemlich selber gebastelt aus. Da unten. Das ist alles selber gebastelt. Kaum hatten wir die Elektronik für die Winch gefunden, schon hat sich auch Clemi rangemacht. Getestet, geschaut. Und doch. Gibt's doch nicht. Okay, also raus geht's dort. Okay, dann piepen wir jetzt mal durch.
Kannst du an irgendeine seitliche ran? Okay. Hier, Piep. Pieps. Ja. Und dann die auf der anderen Seite. Warte. Ja, Pieps auch. Nichts gemacht. Wir haben auch nichts gemacht. Jetzt geht sie wieder nicht. Jetzt hat sie kurz gepiepst. Okay, ich habe ein bisschen gedreht. Den Finger weg. Ja. Nix. Kurzzeit. Unsere Ankerwinch sind weg. funktioniert. Jetzt geht sie nicht mehr. Und wir wissen nicht warum. Eine Vermutung ist jetzt, dass die Kohlestücke, die so kupfermäßig glänzen, so runtergerockt sind, dass sie nicht genug Kontakt haben. Und jetzt hat Clemi mal den ersten poliert. 3 sind noch übrig. So wie immer geht uns langsam die Zeit vorbei. Ich habe die Kohle rausgeschoben Ah, und dann ja. die Feder wieder an den ursprünglichen. Inzwischen sind sie schon zu zweit dran. Ja. Mehr Platz gibt es aber auch nicht mehr. Das sind die Kohlebürsten. Ja, wir hoffen mal, wir kriegen das hin. Das ist nämlich der Abend vor der Fahrt. Ja. Das Lustige ist, dass die Dinger eigentlich, also glaube ich ganz korrekt, Kohlebürsten heißen. Also, weil früher waren das Bürsten einfach nur, dann Ach hat man das durch so. Kohle, dann ist es Kohlebürsten. Dann ist das, was wir jetzt gerade tun, Kohlebürstenbürsten. Kohlebürsten. Kohlebürstenbürsten. So, geschafft. Die beiden haben es hingekriegt. Die Ankerwinch funktioniert. Einwandfrei. So sieht jetzt das fertige Produkt aus. Ankerwinch läuft, jetzt muss noch die Kette präpariert werden. Okay. Wir haben herausgefunden, unser Anker direkt am Boot verbunden ist. Das macht man, weiß nicht, früher hat man es vielleicht mal gemacht oder vielleicht haben es die Griechen so gemacht, keine Ahnung. Aber normalerweise macht man eine Schnur dran, beziehungsweise eine Leine, die den Anker hält. Das heißt, falls kompletter Anker raus ist und das Boot dir eventuell durch den Anker flöten geht, guckt halt ein Stück Schnur, ein Stück Leine raus und dann gehst du halt mit dem Messer hin und zack, schneidest es durch. Das heißt, du verbindest das letzte Glied mit dem Boot an eine Leine, eben für solche Notfälle, damit man es durchschneiden kann. Die Leine ist jetzt fertig. Oben wurde sie befestigt, Clemi befestigt sie jetzt nach unten und dann sind wir hier durch. Als nächstes kommt dann die Batterie dran. Mal schauen, was uns da noch für Überraschungen treffen. Ich fühle mich ein bisschen überfordert. Unsere Liste wird eigentlich immer gerade nur länger und länger. Also Ankerkette ist jetzt halt nicht so geil. Gut, das wusste ich. Das Funkgerät funktioniert. Ironischerweise ist das damit rechtlich nicht mehr gut, weil Funkanlage ist nicht angemeldet und ich bin ja auch hab noch kein Funkzeugnis. Aber im Kaufvertrag steht, dass sie kaputt ist. Wahrscheinlich haben die es nicht gebacken gekriegt. Weiß nicht. Ja, weswegen mir jetzt gerade so ein bisschen gefühlt ich mich wie so von einem Stein überrollt fühle, ist, dass meine Festplatte ein bisschen rumspackt. Mit dem Handy funktioniert es jetzt nicht. Zum Glück noch auf dem Laptop. Und ich habe da halt recht viele sensible und private Daten, super viele Fotos, Videos und natürlich keine Doppelkopie. Das heißt, ich muss mich halt jetzt um das kümmern, bevor mir die Festplatte eventuell flöten geht. Da ist auch das ganze YouTube-Material, was jetzt bestimmt schon an die 10 Stunden sind. Ist halt jetzt doof, dass das jetzt alles auf einmal kommt, kurz vor der Abfahrt. Wir wollten ja eigentlich heute noch das Segelrevier abchecken und zumindest mal die Fahrt planen. Und ja,
Das ist gerade ein bisschen viel. Mal schauen, wie wir damit umgehen. Und während ich meine Sorgen mitteilte, hat sich Doro und Clemi direkt schon an die Batterien rangemacht. So, Clemi ist noch keine 2 Minuten da. Schon hat er uns wieder was beigebracht. Ich tippe mal, dass das so geht. Das sind 2 Batterien, eine Haus, eine Starter. Die gehen über den Batteriewahlschalter. Der Trick von dem Batteriewahlschalter ist ja dann eigentlich, dass wenn man das auf beides hat, dass der Generator auch beide lädt. Normalerweise auf dieser Batterie hier alles macht, alles betreibt. Es sei denn, der Motor ist an, dann schaltet man auf Both. Dann lädt nämlich der Generator auch beide. So ist der Trick. Also normalerweise auf Both, wenn man der Motor läuft, dass es beide lädt. Und sonst auf der eben entsprechend auf der Hausbatterie. So, direkt wurde eine Spezialeinrichtung hier, Werkzeug rausgepackt, um die Batterien zu testen. Clemi hat sich in den Motorraum reingeschlichen. Ja. Ich aufgepasst und ist ein Clemi drin. So geil. Wir werden auf jeden Fall viel Spaß haben mit Clemi. Wir haben jetzt etwa 24 Uhr, sind ein bisschen durch. Clemi hat entdeckt, dass unsere Batterien richtig beschissen sind. Also nicht nur so ein bisschen, sondern so richtig kacke. Also die eine funktioniert im Prinzip gar nicht mehr. Die ist nur noch so am Existieren. Und die andere ist, ja, also wahrscheinlich ist unsere Powerbank besser als die. Jetzt haben wir deshalb entschlossen, dass wir morgen die Fahrt entweder verkürzen zu einem kürzeren Hafen oder dass wir komplett um einen Tag verschieben. Und dann würden wir vormittags zu einem Baumarkt gehen und uns da zumindest mal eine Bleibatterie kaufen. Die bräuchten wir sowieso. Und, ein Nachtfalter. Genau, und dann hat Clemi auch schon im Kopf sich was zusammen überlegt, wie wir das mit der Lithium-Batterie schon mal überbrücken. Und dass wir die dann zumindest als Hausbatterie benutzen und die andere dann als Starterbatterie, die neue Bleibatterie. Ja, mal gucken, wie schnell wir das schaffen. Und wie gesagt, wenn es auf Brechen und Biegen halt nicht geht, dann verschieben wir das Ganze um einen Tag. Dann ist es halt so besser, als stehen zu bleiben vorm Hafen und abgeschleppt werden zu müssen.